Lieber Michael, ein Thema, das uns in unserer Gesprächsreihe Zukunft neu denken besonders interessiert, ist dieser War of Talents. Wie wird die Wirtschaft reagieren? Was muss man tun, um die richtigen Menschen sozusagen im Land oder im Unternehmen zu haben, die dann auch das machen können, was die Wirtschaft braucht? Wie siehst du da die Zukunft? Ich glaube auch, dass das entscheidend sein wird für die Zukunft Österreichs und Österreichs Unternehmen. Und vielleicht darf ich dir als Beispiel Japan erwähnen. Japan war 2010 am Peak mit 130 Millionen Menschen. Das Ziel der Regierung ist, bis 2050 den Stand bei 80 Millionen Menschen zu halten. Also so ein Rückgang? Ein Minus von 50 Millionen Menschen, plus sie werden immer älter. Wie gehe ich als Land mit dieser Entwicklung um? Wie kann ich die Zukunft gestalten, wenn ich plötzlich eine ganz andere Demografie, eine demografische Situation habe? Und ich glaube, hier braucht man eine Vision. Ich brauche ein klares Ziel. Und ehrlich gesagt ist das etwas, was ich für Europa sehen würde, für Österreich sehen würde. Ich brauche ein klares Ziel. Ich brauche eine Definition meiner eigenen Stärkefelder. Österreich ist stark im Bereich Manufacturing, Produktionssektor. 30% vom BIP. Und ich brauche eine Kombination dieser Stärkefelder mit den Zukunftstechnologien. Wenn ich das definiert habe, kann ich meine Ausbildungsplätze definieren, ich kann meine Universitäten definieren, meine Fachhochschulen, aber auch meine Fachkräfteausbildung. Und glaube ich, dann habe ich auch ein glaubwürdiges Zukunftsfeld für die Zukunft. Ich kann glaubwürdig sein, um auch diesen Global War of Talents, um weltweit Talente auch nach Österreich zu bringen. Da drängt sich eine Frage auf. Ist das mehr ein Thema, das bottom-up oder top-down kommen soll? Soll die Wirtschaft angeben, der Politik, Leute, das wird kommen, das werden wir brauchen und daher müsst ihr die richtige Politik machen, um die Rahmenbedingungen umsetzen zu können? Oder sollen sich, so wie du sagst, Japan oder für ganz Europa, Europäische Union, soll sich die Politik was ausdenken und sagen, so, das ist unser Konzept und das müsst ihr jetzt machen, in die Richtung gehen wir, Digitalisierung, Tourismus, was auch immer, das sind unsere Schwerpunkte und da machen wir dann auch Universitäten, da machen wir dann auch die Wirtschaftsansiedlung und da suchen wir dann auch die Talente. Wie siehst du das? Wir brauchen Rahmenbedingungen, aber das Thema ist Wirtschaft neu denken. Ich glaube, wir brauchen auch hier neue Ansätze. Und es gibt neue Ansätze im Bereich Open Innovation. Ich glaube, wir müssen Rahmenbedingungen geben, wir müssen auch vom Bottom-up die Meinungen einbeziehen und so können wir Zukunft definieren. Wenn eine Studie, die zwar sehr umstritten ist, aus Oxford sagt, 50% aller Jobs, die wir heute noch beim Namen nennen können, werden vielleicht in 20, 30 Jahren nicht mehr existieren. Ist die Reaktion der Wirtschaft darauf, ich mache bei den anderen Jobs einfach mehr, ist die Reaktion darauf, nein, wir sind eh schon dabei, neue Jobs zu kreieren, oder sagen wir, es gibt halt Verlierer und Gewinner? Wie schaut die Zukunft aus? Ich glaube, wir werden neue Jobs kreieren, man kann das gar nicht ändern. Fürchten brauchen wir uns vor der Zukunft nicht. Stärkefelder, Zukunftsperspektiven und dann ganz klare Vision und dort aufbauen. Dann werden auch neue Jobs entstehen. Meine letzte Frage in dem Zusammenhang muss natürlich sein, wie siehst du Europa aufgestellt im Verhältnis zu Asien, zu China, zu Amerika? Sind wir vorn, sind wir hinten? Gibt es Bedarf? Einfache Antwort, viele von diesen Staaten, die du erwähnt hast, haben eine klare Vision, ein klares Ziel vor Augen. Das fehlt mir ein bisschen bei Europa, da müssen wir wieder hin. Das heißt, Zukunft neu denken für Europa hast, brauchen wir mal ein Ziel, wo wir hingehen. Das glaube ich. Herzlichen Dank, Michael. Danke dir.